Carrerilla. Coge Carrerilla. Dispara. ¡Sí! ¡Vamos! Javi Navarro. Pita el árbitro con la zurda. Va Barroso. Pierna izquierda. ¡Golazo! ¡Golazo! Navarro. Ahí está el especialista con la derecha. ¡Gol! ¡Vamos! Tanda igualada, no la jugamos en el último. Oye, de esta manera, yo no sé por qué, cuando juega como la Carrerilla, pierna derecha, parada, la pone. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya. Javi Navarro bajo palos. Va con la zurda, va con la zurda. Sí. Para Javi Navarro, el Madrid en la final. ¡Qué portero! Dijimos que iba a ser el héroe y se ha parado el tío. 3 penaltis para llevarnos a la final de la Jugend. Vamos! Unsere Jungs haben es geschafft. Unsere A-Jugend ist im Finale der Youth League und das nach einer emotionalen Achterbahn. Was da los ist, erzähle ich euch natürlich in diesem Video. Ja, hallo erstmal meine Freunde, hola Madridistas. Willkommen heute zu einem etwas kürzeren Video. Jetzt gleich bin ich mit meiner Familie am Strand. Heute habe ich also nicht so viel Zeit. Ich wollte euch aber nicht 2 Wochenenden am Stück ohne Video lassen. Ich bringe euch natürlich auf den letzten Stand rund um Real Madrid, denn es scheint die ersten Entscheidungen zu geben. Welche Spieler plant Real Madrid in der Zukunft noch ein, welche nicht? Und es kristallisieren sich 4 Spieler heraus im Mittelfeld, die die Säulen der Zukunft von Real Madrid sein sollen. All das und noch viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, jeder von euch, der gestern um 18:45 Uhr nicht vor dem Fernseher war bei Real Madrid Play oder Real Madrid TV, hat etwas verpasst. Ein episches Halbfinale zwischen der A-Jugend von Real Madrid und der von Paris Saint-Germain. Und die A-Jugend von Real Madrid ist rausgekommen auf den Platz wie die Feuerwehr. Nach 15 Minuten musst du eigentlich schon 2-0 führen etc. Paris hat dann ein bisschen die Überhand übernommen und mit dem ersten gefährlichen Angriff von Paris machen die das 1:0. Ein absolutes Traumtor. Ja, und dann haben die Jungs von Real Madrid das Spiel komplett in die Hand genommen, haben Angriff um Angriff gestartet, haben Chancen liegen lassen, Lattenschuss, gute Parade. Und immer, wenn Paris kontern konnte, meine Güte, sind das physische Monster, die waren so schnell. Ja, und unser Torwart hat uns immer wieder gerettet. Ja, und in der 83. Minute, wenn ich mich nicht täusche, macht Real Madrid hochverdient das 1:1. Mein Sohn und ich sind im Wohnzimmer auf und ab gesprungen. Ja, und in der Youth League gibt es keine Verlängerung. Nach dem Spiel gab es direkt das Elfmeterschießen und auch das hätte nicht schlechter starten können. Von den ersten 3 Elfmetern verschießt Real Madrid die A-Jugend 2 Stück. Ja, und ich habe meinem Sohn gesagt, das war's, ist vorbei. Ja, denkst du, dann verschießt Paris Saint-Germain. Das heißt, die haben ja nicht mal verschossen. Navarro, unser Torwart, hat 3 Elfmeter gehalten. Was für ein Wahnsinnskeeper. Ja, und es freut mich einfach für diese Generation. Das ist ein toller Haufen, das ist eine tolle Truppe, sehr viel Talent. Ich glaube, viele davon werden den Sprung schaffen in den internationalen Fußball. Wie viele es bei Real Madrid wirklich schaffen, wird man am Ende sehen. Aber es gab einige sehr interessante Namen. Unter anderem Zidia, von dem ich euch schon erzählt habe, hat mir saugut gefallen. Navarro im Tor, Joan Martinez, die üblichen Verdächtigen. Ja, auf jeden Fall war das ein sehr schöner Abend, hat mich sehr gefreut. Ja, am Montag um 18:45 Uhr, ich weiß nicht, ich glaube 18:45 Uhr, ist das Finale gegen Brügge. Also dann solltet ihr spätestens vor den Fernseher gehen und schauen, ob Real Madrid es wirklich schafft, ihren 2. Youth League-Titel zu gewinnen. Ich finde, die Jungs haben sich das verdient. Ja, die Jungs haben sich das verdient. Ja, und jetzt kommen wir zu den Jungs, die uns ein bisschen enttäuscht haben in dieser Saison, zur ersten Mannschaft. Die haben sich gestern vorbereitet auf das unglaublich wichtige Spiel gegen Alaves. Also, viele Madridistas würden am liebsten die Saison schon für beendet erklären, aber Jude Bellingham hat heute etwas gepostet, wo er klargemacht hat, Real Madrid möchte bis zum Ende der Saison Vollgas geben. Lesen wir uns das zusammen einmal durch.
Es hat nicht gereicht, aber wir sind mit erhobenem Haupt untergegangen, Madridistas. Wir wissen, dass wir euch enttäuscht haben. Aber wir sind euch für eure Unterstützung immer dankbar. Die guten Zeiten, die ihr verdient, werden zurückkehren. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als diese Saison so stark wie möglich zu beenden. Alla Madrid. Ja, und wie gesagt, ein Teil von mir denkt sich, die Saison ist mir egal, was jetzt noch passiert, aber ein anderer Teil denkt an mich letzte Woche Freitag. Die letzten 7 Spiele wird es wieder Väter mit Kindern geben, Familien geben, die alles dafür tun, einmal ins Bernabeu zu gehen oder einmal auswärts Real Madrid zu gucken. Und alleine für die Fans ist Real Madrid, sind die Spieler es sich schuldig, alles zu geben. Viele werden wahrscheinlich schon die WM im Hinterkopf haben und bei einem strittigen Zweikampf vielleicht den nicht ganz durchziehen. Naja, ich bin gespannt, wie ein Álvaro Arbeloa das handelt. Ich bin auch gespannt, wie das Santiago Bernabéu die Spieler empfängt. Denn auf der einen Seite bin ich der Meinung, wir können sehr, sehr stolz sein auf die K.O.-Runde gegen die Bayern. Aber mindestens genauso wütend und sauer und enttäuscht dürfen wir Madridistas sein für den Rest der Saison. Das ist die 2. titellose Saison am Stück. Und es geht sich gar nicht so sehr um Titel. Als Madridista darf ich das gar nicht sagen. Wahrscheinlich muss YouTube jetzt meinen Kanal sperren. Aber hätten wir diese 2 Saisons keinen Titel geholt, aber unsere Jungs hätten alles gegeben und im Finale Pech gehabt. Im Finale gegen Super Bayern kannst du rausfliegen. Passiert nichts. Aber wenn du siehst, dass die Jungs die Liga aus der Hand geben, weil die oftmals keinen Bock haben, wenn die gegen einen Zweitligisten, der fast in die 3. Liga abgestiegen wäre, im Pokal rausfliegst. Ja, es gibt einfach Sachen, die nicht zu verzeihen sind, die nicht zu vereinbaren sind mit der DNA von Real Madrid. Ich sage es immer wieder, der Spieler, der in der 7. Minute besungen wird im Santiago Bernabéu, ist nicht ein Cristiano Ronaldo, ist nicht ein Zinedine Zidane, ein Roberto Carlos, ein Ronaldo, was auch immer. Es ist ein Juanito. Und nicht, weil er der beste Techniker war, was auch immer. Nein, weil er den Madridismo so repräsentiert hat wie kaum ein anderer, weil er bis zur 90. Minute Blut, Tropfen, Schweiß, alles gegeben hat, was er in sich hatte. Und das ist das, was wir Madridistas sehen wollen. Und das hat uns diese Kabine, dieser Kader nicht gegeben. Ja, das ist der Grund, warum der Madridismo enttäuscht ist. Das ist der Grund, warum ich enttäuscht bin. Aber ja, Real Madrid muss jetzt Entscheidungen treffen, mit welchen Spielern geht es in die Zukunft, mit welchen Spielern nicht. Gestern habe ich in meinem Video schon gesagt, es ist leider kein Football-Manager, wo du sagen kannst, so, du gehst. Die Spieler haben das im Endeffekt in der eigenen Hand, denn die haben Verträge und die können sagen, nö, ich sitze hier so lange von mir aus auf der Bank, bis mein Vertrag ausläuft. Und Real Madrid kann sich das finanziell natürlich nicht leisten. Aber Jorge Picón, ein Real Madrid-Insider, der gute Connections hatte zu Real Madrid, hat so eine Zusammenfassung gemacht von der Aktualität von Real Madrid. Die lesen wir uns heute durch zu dem 2. Teil vom Video von Fabrizio Romano. Ich vertraue nie wieder einem Italiener. Nee, das war Spaß natürlich. Ich liebe euch, liebe Italiener. Aber er hat noch nicht gesagt, welche Spieler mit Vertrag Real Madrid verlassen sollen. Erst wenn der das macht, dann verbinde ich die beiden Reaktionen. Heute reagieren wir oder heute teilen wir die Information von Jorge Picón. Und am Ende des Videos gibt es allerdings auch Spieler, mit denen Real Madrid sehr wohl plant. Die Zukunft von Real Madrid. Fangen wir aber erstmal an, was Jorge Picón für uns zusammengestellt hat. Die möglichen Spieler, die diesen Sommer Real Madrid verlassen könnten. Camavinga will sich nicht von Real Madrid trennen. Sogar im Verein gibt es immer noch Leute, die ihn als Star glauben. Ja, also wie ich euch gestern gesagt habe, die Entourage von Camavinga hat schon ganz früh klar gemacht, ja, es ist jedes Jahr immer die gleichen Gerüchte, aber Camavinga geht hier nicht weg. Sein Bruder hat auch in Madrid einen Friseursalon, also seine ganze Familie ist schon in Madrid etabliert. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Camavinga irgendwann sagt, weißt du was, ich bin weg. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist er ein guter linker Verteidiger. Da hat er mir bis jetzt immer gefallen. Rüdiger würde es nichts ausmachen, noch eine Saison zu bleiben. Och, das ist aber nett. Und alles hängt von einem Gespräch ab, das bald stattfinden wird. Es herrscht eine gute Stimmung zwischen Verein und dem Spieler. Ja, bei Antonio Rüdiger habe ich schon mal ein paar Mal meine Meinung gesagt. Ich finde, alleine dafür, wie oft er in den letzten Jahren seinen Körper hingehalten hat, obwohl er angeschlagen war, obwohl er verletzt war, obwohl er eigentlich schon hätte operiert werden müssen. Alleine dafür gebührt ihm so ein Respekt, dass ich als Madrid ihn auf jeden Fall nochmal verlängern würde.
Das Verhalten von Raúl Asensio in den letzten Monaten hat dem Verein überhaupt nicht gefallen. Und wenn eine gute Offerte kommt, wird er gehen. Allerdings hat er vor einem Jahr bis 2031 verlängert mit einem guten Gehalt. Ein Abgang, der vielleicht nicht einfach wird. Ja, die Situation hatte ich euch auch schon erklärt. Raúl Asensio hatte Krach mit Álvaro Arbeloa. Irgendwann hieß es sogar, dass er das Nachtleben von Madrid zu sehr genießen würde. Allerdings scheint ein Arbeloa und ein Real Madrid nicht zufrieden sein mit der Reaktion. Ihr habt ja selber damals gehört, was er gesagt hat, als er vom Training gekommen ist, warum er nicht spielt. Das müsst ihr den Trainer fragen, das müsst ihr Arbeloa fragen, nicht mich. Ja, Real Madrid ist nicht zufrieden mit der Einstellung von Asensio. Mir blutet das Herz. Ein Junge, der es aus der eigenen Jugend schafft, hat für mich immer einen speziellen Stellenwert. Aber ja, du musst auch erkennen, was es für eine Chance ist, bei Real Madrid zu spielen und dass dein persönliches Ego, deine persönlichen Wehwehchen vielleicht nicht wichtiger sind als der Erfolg der Mannschaft. Fran Garcia tritt in das letzte Vertragsjahr ein und wird Angebote bekommen. Aber im Winter haben sie ihm bereits die Tür gezeigt. Ein gutes Angebot würde die Dinge erleichtern, aber der Verein will ihn nicht verschenken. Wenn er bleiben muss, bleibt er und eine Vertragsverlängerung wird nicht ausgeschlossen. Na gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. No, God, please, no, no, no! Das ist doch nicht das Ernst. Bitte! Oh, Fran Garcia spielt bei Real Madrid. Ich sage immer wieder das Gleiche. Wenn Fran Garcia Fußballprofi von Real Madrid sein kann, dann kannst du in deinem Leben alles erreichen. Oh, naja, es ist wie es ist. David Alaba wird am Ende der Saison gehen. Punkt. Das sagt auch ein Fabrizio Romano, das sagen alle. Das sind die letzten Monate von David Alaba bei Real Madrid. Vielen Dank für alles. Toller Mensch, toller Fußballer, Verletzungspech. Hat ihn immer wieder zurückgeworfen. Dani Ceballos, im Verein wollen sie seit mehreren Transferfenstern, dass er geht, und sie waren sehr sauer, nachdem er letztes Jahr nicht zu Marseille gewechselt ist, obwohl alles geregelt war. Diesen Sommer, wie immer, werden sie einen Abgang suchen. Aber sie wissen, dass es davon abhängt, ob er selber gehen will. Der will doch seit Jahren nach Betis Sevilla. Mach Platz, lass los, Dani Ceballos. Es gibt junge, hungrige Spieler, die kommen, ein Nico Paz etc. Ja, und die haben eine Zukunft bei Real Madrid. Du, glaube ich, kannst einen zweiten Frühling bei Betis Sevilla erleben. Du bist ein toller Fußballer, wenn du willst und wenn das Ökosystem um dich passt. Und ich glaube, das Ökosystem Betis Sevilla würde für Dani Ceballos wie die Faust aufs Auge passen. Franco Mastantuono. Vor Rodrigos Verletzung wurde eine Leihe in Betracht gezogen. Diese Option ist immer noch auf dem Tisch, aber nach dem Kreuzbandriss des Brasilianers ist nichts entschieden. Was sie klar haben, ist, dass der Argentinier Zeit braucht und dass seine Anpassung langsam verlaufen wird. Langsamer, als ihnen lieb ist. Ich glaube, das haben wir alle gesehen. Ich sage immer wieder das Gleiche. Wir alle können einen Franco Mastantuono noch nicht bewerten. Ich glaube, den echten, ausgewachsenen Franco Mastantuono, den haben wir noch gar nicht gesehen. Der wurde kurz nach seiner Ankunft reingeschmissen, hat immer wieder gute Details gelassen, aber es ist einfach schwer zu bewerten. Der kommt aus einem anderen Kontinent, der kommt aus anderen Trainingsmethoden, einer anderen Liga. Meiner Meinung nach ist er noch nicht bei Real Madrid zu 100% angekommen. Ich würde ihn persönlich verleihen. So eine Art wie bei Endrick, keinerlei Kaufoption, gar nichts. Irgendwo soll der 1-2 Saisons spielen und dann zurück nach Real Madrid. Gonzalo hatte letzten Sommer gute Angebote zum Gehen und der Verein hat ihm gesagt, er soll bleiben, er würde wichtig werden. Ein Jahr später zeigen sie ihm die Tür, um Endrick zurückzuholen. Einen Spieler, der unter anderem gegangen ist, weil Gonzalo vor ihm stand. Eine schlechte Führung eines Fußballers, bei dem sie die wirtschaftliche Kontrolle während seines nächsten Vertrages behalten wollen, fernab des Bernabéus. Also, ein Gonzalo Garcia wird Real Madrid in diesem Sommer verlassen, mit dem Modell Nico Paz, mit dem Modell Victor Munoz. Der geht irgendwo hin, wird zu 50% wahrscheinlich verkauft. Wir bekommen diese Rückkaufsklausel, uns gehören weiterhin 50% des Spielers. Ja, und ab und zu muss ich auch Real Madrid kritisieren. Und der Umgang mit Gonzalo Garcia, der ist kritikfähig. Der Junge hat bei der Club-WM gezeigt, dass er eine Bereicherung für die Mannschaft sein kann. Eine Bereicherung ist, wenn er gespielt hat, ohne Mbappé, gegen Betis Sevilla, ein Hattrick in La Liga etc. Der Junge ist eine Maschine, aber hat nicht die Chancen bekommen, die er verdient hat. Ja, und wenn er jetzt geht,
Das gleiche wie bei Endrick. Ich bin mir sicher, egal wo der hingeht, der wird seine Buden machen. Der ist ein Vollblutstürmer. Ja, vielleicht brauchen wir mehr Gonzalos und weniger... Ich sage es nicht. Ihr wisst, was ich meine. Ja, wie gesagt, das sind die möglichen Abgänge von Real Madrid. Bin ich gespannt, was eure Meinung dazu ist. Lasst die gerne in den Kommentaren. Kommen wir aber jetzt zu der anderen Seite der Medaille, zur guten Seite. Und zwar die 4 Mittelfeldspieler, die die Säulen im Mittelfeld für die Zukunft von Real Madrid sein sollen. Und diese Information kommt von Guillermo Rey. Der ist Real Madrid Journalist, der arbeitet unter anderem für die New York Times. Seine Quellen sind an sich zuverlässig, wobei es Stand heute sehr schwer zu ist, wem kannst du vertrauen, wem nicht. Aber wie gesagt, ihm kannst du eigentlich vertrauen. Und die 4 Spieler, mit denen Real Madrid langfristig plant, als Säulen im Mittelfeld von Real Madrid, sind auf der einen Seite Aurélien Tchouaméni, wundert mich nicht, Stammspieler unter Ancelotti, unter Alonso, unter Arbeloa, wird gefühlt von Spiel zu Spiel besser. In München haben wir ihn sehr vermisst, hat man gemerkt. Vielleicht wären wir mit ihm weitergekommen. Mit ihm und Courtois bin ich mir sicher, dass wir weitergekommen wären. Aber Aurélien Tchouaméni, eine der Säulen der Zukunft von Real Madrid, habe ich zu 100% Verständnis. Eine andere Säule, wundert jetzt auch keinen, Fede Valverde. Der Uruguayer hat am Ende dieser Saison gezeigt, wie wichtig er für Real Madrid ist. Seine Mentalität, seine Laufstärke, die Zweikampfstärke, natürlich auch seine Torgefahr inzwischen. Und Fede Valverde, einer der Kapitäne von Real Madrid, auch eine der 4 Säulen, um die das neue Real Madrid im Mittelfeld quasi aufgebaut werden soll. An der anderen Seite Jude Bellingham. Und das kann ich nicht verstehen, wieso er so viel Kritik gegen Bayern bekommen hat. Für mich hat er da bewiesen, dass er ein generationaler Spieler ist, einer der besten Mittelfeldspieler auf die nächsten 10 Jahre. So eine physische Dominanz, wenn er sich auf seine neue Rolle einlässt. Dass er nicht Zehner ist, dass er nicht da ist, um Tore zu machen unbedingt, sondern dass er da ist, um der Mannschaft zu helfen. Der ist Box-to-Box, ist der beste Mittelfeldspieler der Welt. Dieses hinten den Ball holen, so zweikampfstark, in der Luft, am Boden, vorne. Ich erinnere mich an die Szene, wo Kimmich ihn halten wollte. Kimmich, der auch eine Maschine ist. Und Bellingham hat ihn so weggeklatscht wie so eine unangenehme Fliege. Und wie gesagt, Bellingham... Natürlich kommt noch dazu, dass Real Madrid sehr viel Geld für ihn bezahlt hat, aber eine der Säulen, Jude Bellingham. Und die 4. Säule, und das freut mich persönlich sehr, ist Arda Güler. Dieser Junge hat mit dem Spiel in der Allianz Arena sämtliche Zweifel, die es vielleicht noch an ihm gab, weggewischt. Er hat gezeigt, in den größten Momenten, dann, wenn der Ball am heißesten ist, dann, wo sich einige Spieler verstecken, ist der Moment, wo er auftaucht, wo sein unglaubliches Talent auftaucht, seine Kaltschnäuzigkeit, sein Leadership. Ich erinnere mich an Situationen, wie er sich zwischen die Innenverteidiger hat fallen lassen, wo keiner den Ball wollte und er wollte den Ball, hat die Mannschaft dirigiert mit 21 Jahren. 21 Jahre ist dieser Bube und macht 2 Tore in der Allianz Arena. Ich weiß nicht mal, welches schöner ist. Lasst das gerne in den Kommentaren. Und beweist Charakter, Führungspersönlichkeit. Und was mir am meisten an ihm gefällt, ich sage es immer wieder, er verhandelt nicht, wann er alles gibt oder nicht. Es ist ihm scheißegal, ob du Dienstagnachts in Elche spielen musst oder in Oviedo oder wo auch immer oder in der Allianz Arena. Der gibt immer alles. Er ist immer einer der laufstärksten Spieler. Gegen die Bayern war er auch einer der laufstärksten Spieler. Und das ist die Mentalität. Auch, dass er sich nach dem Abpfiff eine rote Karte holt. Viele sagen, oh, um Himmels Willen, was auch immer. Ich habe auch in der Presse gelesen, dass wieder auf ihn draufgehauen wird. Aber das zeigt mir, der gibt alles, um zu gewinnen. Und solche Spieler möchte ich bei Real Madrid. In ein paar Jahren holt er sich die rote nicht mehr ab. Aber diese rote zeigt mir, dass er es unbedingt will. Ja. Und das ist die Art Spieler, die ich in meiner Mannschaft will. Ja, was ich auch möchte, ist, dass du diesem Video bitte Liebe schenkst. Lass bitte ein Like da, kommentier dieses Video. Was ist deine Meinung zu diesen 4 Säulen des Madridismus? Würdest du noch jemand anderen dazu wählen oder gehst du da mit Real Madrid mit? Lass deine Meinung in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, wie gesagt, wäre es auch nett, wenn du dieses Video hypen könntest. Wer noch kein Follow dagelassen hat, bitte drück drauf. Das unterstützt mich ungemein weiter. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich gehe jetzt an den Strand. Also, bis morgen. Allah Madrid!